Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Schauen wir mal, was der Tag uns heute mitteilen will fürs Kollektiv. Welche Botschaft sich hier aufzeigt. Denkt daran, es ist eine kollektive Legung. Es kann nicht sein, dass alle damit in Resonanz gehen. Wir haben hier ein Thema und schwuppdiwupp fallen mir hier die Karten raus, wo wir, naja, ich würde mal sagen, abgetrennt sind von der Fülle. Wir haben sehr viel Eingebungen, wir denken über unsere Träume nach. Wir haben noch Fäden irgendwo gesponnen, die noch nicht ganz getrennt sind. Schnüre, Energien zu anderen Menschen oder zu Situationen, die uns auch an der Fülle hindern. Allerdings sind wir hier bereit, Gutes zu sehen, unsere Samen auszustreuen. Wir überdenken vielleicht auch, was wir in der Vergangenheit schon so gestreut haben und wo es hingeführt hat. Es geht darum, mal zu gucken, was einen eigentlich hindert am großen Ganzen. Möglicherweise ist ja gerade so eine Zeit, wo man viel über das Unterbewusstsein gesagt kriegt, hier respektive die Träume. Eine Zeit, die man auch in der Vergangenheit immer wieder gut überstanden hat oder sich auch am Ende beschützt gefühlt hat. Hier haben wir die Schutzengelkarte. Eine Zeit des Trostes auch. Eine Zeit, wo wir vielleicht auch besonders verbunden waren mit dem großen Ganzen. Mit unserem Schutzengel. Am Ende geht es hier sogar darum, seine Begrenzungen zu erlösen, die man in Bezug auf Fülle hat. Es kann emotionale Fülle, erfüllt sein. Eben das, was einen sozusagen ausmacht und rund macht, überdenkt. Da wir hier diese Schnüre haben, die noch nicht ganz durchgetrennt sind oder die Verhaftungen, kommt hier in der näheren Zeit das Thema Freiheit auf uns zu. Aus der eigenen Sicht haben wir hier vielleicht auch Themen mit unseren Kindern, mit unserem inneren Kind, möglicherweise auch gemeinsame Themen, die mit dem Thema Fülle zu tun haben, die wir an unsere Kinder weitergegeben haben oder wo wir noch so Anhaftungen haben, dass wir immer denken, wir müssen unsere Einstellung zum Thema Fülle weitergeben. Und das macht alle ein bisschen unfrei. Ich habe hier aus dem Umfeld viele Zeichen, viel Führung, viel Dinge, die sich wenden, unter einen guten Stern auch stellen. Ein bisschen mehr verbunden sein mit allem kommt hier wieder. Die Freiheit nicht an, ich sag mal, nur dann glücklich zu sein, wenn ich dies und dies erarbeitet habe, finanziell, sondern so unabhängig und so frei wie möglich zu sein und trotzdem mich emotional erfüllt zu fühlen. Möglicherweise hat der eine oder andere hier auch das Thema Vergebung mit am Start. Vergebung, freilassen, an etwas nicht mehr so dran kleben, dass es einen eher an Freiheit hindert. Ja, und wir haben die Kommunikation als Schlüssel. Vertrauen ins Leben haben, sich nicht angehaftet fühlen an irgendetwas, auch dieses Gefühl zu haben wieder, dass das Leben für einen sorgt, dass wir irgendwo auch geschützt sind. Gut, das sagt sich so leicht, wenn man in Ausnahmesituationen ist, kann das schon manchmal sein, dass man
da irgendwie durch die Löcher durchfällt, die es da immer wieder auch gibt. Ja, hier möchte sich etwas neu gestalten für uns im Thema Fülle. Und es geht darum, an den Dingen zu arbeiten, wo man in Unglauben verfällt, wo man denkt, irgendetwas ist nicht möglich, ich glaube nicht an mich, ich glaube nicht daran, wo habe ich irgendwie auch so Selbstsabotageprogramme, wo kann ich keine höhere Perspektive einnehmen. Ja, und hier steht, hier, hallo, aufwachen, ne? Jetzt ist dein Moment, uns gehört nur das Jetzt und mache jetzt das Beste aus allem. Verschlafe da nicht deine Chancen, überdenke die Dinge, die mit deinen Glaubensvorstellungen zu tun haben, mit der Einstellung zu den Dingen. Ist schon mal sehr spannend. Lasst uns mal noch ein bisschen tiefer gucken, was kriegen wir zu diesem Thema noch gesagt. Das ist wichtig. Rückzug. Hier sieht man auf der Karte so eine Schneekugel. Unten hätten wir dann wieder die Biene mit dem Wohlstand, ne? Ja. Und es passt wunderbar, denn hier steht Erzengel Michael für uns bereit, der sozusagen mithilft, so Schnüre zu durchtrennen, die energetisch da sind. Und die Karte des Rückzugs zeigt einfach an, dass man sich von Menschen und auch von Begebenheiten zurückziehen darf, die nicht stärkend oder unterstützend auch sind. Ne? Dieses Nähren von Drama oder etwas, was uns ganz und gar weit weg aus der Fülle bringt, das aber nicht von dir kommt, sondern auch von anderen Menschen, von Verbindungen, die man von der inneren Kindthematik kennt oder von den Kindern oder aber von Partnern. Und es geht darum, dass man wirklich selber Schutz sucht vor Dingen, die nicht wirklich positiv sind und selber seine Energie beieinander hält, anstatt sie an Hinz und Kunst zu geben, die gar nichts damit anfangen können. Und wir haben jetzt hier die Aufforderung, unsere Träume reifen zu lassen, Pläne zu schmieden. Aber die Zeit ist noch nicht so ganz reif, diese Pläne umzusetzen. Es geht noch um das Überdenken. Hier werden auch so Ressourcen angesammelt, ne? Schon bald wacht man hier auf, denn da kommt der Frühling und löst die Energie des Winters ab. Hier ist sehr viel Erneuerung auch. Und es geht darum, nimm dich mal aus der Hektik des Alltags raus, damit du entspannen kannst und von da aus wieder auch Zeichen und Botschaften kriegst, wo die Reise hingeht, in dein eigenes Territorium der Fülle, würde ich mal sagen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag zusammen. Ich drücke euch bis morgen.